Die Geschichte der Töchter von Dschingis Khan zeichnet sich als eine der herausragenden Geschichten in der Geschichte der antiken Welt aus. Diese starken, klugen und einflussreichen Frauen spielten eine entscheidende Rolle im Erfolg von Dschingis Khan als strategischer Führer und großer Herrscher. Die Geschichte beginnt mit Dschingis Khan selbst, der geschickt und mutig die verstreuten mongolischen Stämme vereinte und ein mächtiges Reich gründete. Doch der Erfolg lag nicht nur in seiner militärischen Stärke und Tapferkeit in den Schlachten, sondern auch in seiner brillanten Strategie, seine Töchter zur Stärkung seiner Macht und seines Einflusses im Osten einzusetzen. Dschingis Khan entwickelte die Diplomatie durch Tochterheirat, indem er beschloss, seine Töchter mit den Königen verbündeter Staaten zu verheiraten. Aber er beschränkte sich nicht darauf, sondern stellte strenge Bedingungen an potenzielle Könige, bevor er der Heirat zustimmte. Er verlangte von ihnen, ihre anderen Frauen freizulassen, um nur seine Töchter zu heiraten, was seinen Wunsch nach der Stärkung seiner Töchter und der Bestätigung seiner Autorität über andere Könige widerspiegelte. Nach der Hochzeit schickte Dschingis Khan die neuen Ehemänner seiner Töchter in den mongolischen Militärdienst. Dies war kein gewöhnlicher Dienst, sondern sie wurden in die vordersten Reihen des Kampfes gestellt, wo die gefährlichsten Auseinandersetzungen stattfanden. Er sah darin eine Möglichkeit, den Einfluss der anderen Könige zu verringern und seine Macht und Kontrolle über die Region zu festigen. Hier kommt der clevere Trick von Dschingis Khan ins Spiel. Viele seiner Töchter verloren ihre Ehemänner in den Schlachten, was er bereits erwartete. Dadurch konnten seine Töchter die Reiche erben, die ihre verstorbenen Ehemänner regierten. So wurden die Töchter von Dschingis Khan zu großartigen und einflussreichen Herrscherinnen, die die Reiche ihrer ehemaligen Ehefrauen regierten und sie weise und kraftvoll führten. Die Verantwortung der Töchter von Dschingis Khan als Herrscherinnen bestand darin, die Grenzen zu sichern und Schutz für das mongolische Land zu bieten. Während ihr Vater sein Reich weiter ausdehnte, spielten sie eine wichtige Rolle bei der Aufrechterhaltung der Stabilität der mongolischen Gebiete und dem Schutz vor externen Bedrohungen. Daher kann mit Zuversicht gesagt werden, dass das Geheimnis des Erfolgs von Dschingis Khan und der Fortbestand seines Reiches in seinen verwitweten Töchtern lag. Diese starken Frauen wurden zu einer starken Schutzmauer um das Imperium und hatten die Fähigkeit, weise Entscheidungen zu treffen und die inneren und äußeren Angelegenheiten der Reiche zu organisieren, die sie regierten. Die Geschichte der Töchter von Dschingis Khan spiegelt die Stärke der Frauen und ihre einflussreiche Rolle bei der Gestaltung der Geschichte wider. Sie waren nicht nur Symbole für Weisheit und Stärke, sondern auch in der Lage, Blüte und Erfolg in historischen Zeiten voller Herausforderungen zu erreichen. Letztendlich erinnert uns die Geschichte der Töchter von Dschingis Khan daran, dass Stärke nicht nur auf Männer beschränkt ist, sondern dass Frauen in der Lage sind, eine entscheidende Rolle bei der Erreichung des Erfolgs und der Gestaltung der Zukunft zu spielen. Wie haben die Töchter von Dschingis Khan ihre Reiche nach dem Tod ihrer Ehemänner geerbt? Nach dem Tod ihrer Ehemänner wurden die Töchter von Dschingis Khan zu Witwen. Gemäß den mongolischen Traditionen und der von Dschingis Khan entwickelten Politik der Diplomatie durch Tochterheirat hatten sie jedoch Anspruch auf den Besitz und die Herrschaft über die Reiche ihrer verstorbenen Ehemänner. Dschingis Khan hatte eine kluge Strategie entwickelt, um sicherzustellen, dass die Reiche in den Händen seiner Töchter blieben. Wenn ein König, der eine Tochter des Dschingis Khan geheiratet hatte, im Kampf fiel, wurde sein Reich nicht an seine Nachkommen oder andere Familienmitglieder vererbt, sondern direkt an die Witwe, also die Tochter von Dschingis Khan. Diese Erbfolge war jedoch nicht automatisch. Die Töchter von Dschingis Khan mussten ihre Fähigkeiten als Führerinnen und ihre Fähigkeit, das Reich zu regieren, unter Beweis stellen. Manchmal mussten sie sich auch gegen Rivalen oder andere Familienmitglieder durchsetzen, die möglicherweise Ansprüche auf den Thron erhoben. Die Töchter von Dschingis Khan waren jedoch gut vorbereitet, um die Aufgabe der Herrschaft zu übernehmen. Sie erhielten eine umfassende Ausbildung in Politik, Verwaltung und Militärstrategie. Sie waren in der Lage, die Stabilität der eroberten Reiche aufrechtzuerhalten und ihre Macht zu festigen.
Es ist wichtig anzumerken, dass die Töchter von Dschingis Khan nicht als Vasallen oder Marionetten des mongolischen Reiches betrachtet wurden. Sie hatten eine beträchtliche Autonomie und konnten ihre Reiche nach eigenem Ermessen regieren. Sie behielten jedoch eine enge Verbindung zu ihrem mongolischen Erbe und unterstützten weiterhin die Expansionspolitik des mongolischen Reiches. Die Töchter von Dschingis Khan und ihre Nachkommen regierten erfolgreich über die eroberten Reiche und trugen so zur Stabilität und zum Wohlstand des mongolischen Reiches bei. Ihre Fähigkeit, ihre Reiche nach dem Tod ihrer Ehemänner zu erben und zu regieren, war ein wichtiger Faktor für den Fortbestand des mongolischen Imperiums über mehrere Generationen hinweg. Regierten Dschingis Khans Töchter einzeln oder hatten sie Berater? Die Töchter von Dschingis Khan regierten nicht in völliger Isolation, sondern hatten Berater und Beraterinnen, die ihnen bei der Regierungsführung zur Seite standen. Diese Berater waren oft aus der königlichen Familie oder der herrschenden Klasse des jeweiligen Reiches. Die Berater gaben den Töchtern Ratschläge in politischen, militärischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten. Sie halfen auch bei der Organisation der Verwaltung, der Justiz und der diplomatischen Angelegenheiten. Die Berater spielten eine wichtige Rolle bei der Aufrechterhaltung der Stabilität des Reiches und der Lenkung der Töchter in die richtigen politischen Entscheidungen. Dennoch lagen die endgültige Entscheidungsgewalt und die Durchführung der Maßnahmen bei den Töchtern selbst. Sie hatten die Freiheit, politische und militärische Entscheidungen zu treffen und den Kurs des Reiches festzulegen. Ihre Fähigkeit, weise Entscheidungen zu treffen und interne und externe Angelegenheiten zu verwalten, spiegelte ihre Führungsqualitäten wider. Darüber hinaus konnten die Töchter auch von den Regierungserfahrungen und Ratschlägen ihres Vaters, Dschingis Khan, vor seinem Tod profitieren. Dschingis Khan war ein außergewöhnlicher Anführer und hatte während seiner Herrschaft eine immense Führungserfahrung gesammelt. Es ist möglich, dass die Töchter von dieser Erfahrung und Ausbildung, die sie von ihm erhalten hatten, beeinflusst wurden. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Töchter von Dschingis Khan die Fähigkeit hatten, eigenständig zu regieren, aber sie erhielten Beratung und Unterstützung von Beratern und Beraterinnen, die ihnen bei der Verwaltung des Reiches und bei der Entscheidungsfindung halfen. Astralprojektion, auch als außerkörperliche Erfahrung, AKE, oder außerkörperliche Reise, AKR, bekannt, bezieht sich auf das angebliche Phänomen, bei dem das Bewusstsein oder der Geist eines Individuums den Körper verlässt und sich in einer nicht physischen Form frei durch den Raum bewegt. Es wird angenommen, dass während einer Astralprojektion die Person in der Lage ist, ihren Körper zu verlassen und sich in einer anderen Dimension oder Ebene zu bewegen, die als Astralebene oder Astralwelt bezeichnet wird. Das Konzept der Astralprojektion ist in verschiedenen spirituellen und esoterischen Traditionen sowie in einigen Formen des Okkultismus und der Mystik verbreitet. Es wird behauptet, dass diese Erfahrung durch Meditation, Trance, luzides Träumen oder andere Bewusstseinszustände erreicht werden kann. Während der Astralprojektion wird angenommen, dass sich das Bewusstsein des Individuums von seinem physischen Körper trennt und sich frei durch den Raum bewegen kann, inklusive Reisen zu weit entfernten Orten, interdimensionalen Reichen oder dem Kontakt mit anderen bewussten Wesen. Es gibt jedoch keine wissenschaftlichen Beweise für die Existenz der Astralprojektion. Sie wird von der wissenschaftlichen Gemeinschaft weitgehend als ein subjektives Phänomen angesehen, das auf persönlichen Erfahrungen, Vorstellungen und Glaubenssystemen beruht. Kritiker argumentieren, dass Astralprojektion eher ein Produkt der Fantasie, des Traums oder der Halluzination ist, anstatt eine tatsächliche Erfahrung, bei der der Geist den Körper verlässt. Es ist wichtig anzumerken, dass individuelle Erfahrungen von Astralprojektion stark variieren können. Einige Menschen berichten von intensiven und realistischen außerkörperlichen Erfahrungen, während andere keine solchen Erfahrungen gemacht haben oder sie als rein imaginär betrachten. Die Interpretation und Bedeutung solcher Erfahrungen sind stark von kulturellen, religiösen und spirituellen Hintergründen geprägt.
Insgesamt bleibt die Astralprojektion ein kontroverses und mysteriöses Thema, das weitgehend im Bereich des Glaubens und der persönlichen Überzeugungen bleibt. Während einige Menschen behaupten, außerkörperliche Erfahrungen gemacht zu haben, gibt es keine wissenschaftlichen Beweise oder konsistente Methoden, um diese Phänomene zu reproduzieren oder zu untersuchen. Was sind sichere und verantwortungsbewusste Methoden, um Astralprojektion auszuüben? Der Astralprojektion. Die Astralprojektion ist eines der Hauptziele der Astralreisen. Dabei geht es um die Fähigkeit einer Person, ihren Körper zu entspannen und ihr Bewusstsein davon zu trennen, sodass die Seele oder das Bewusstsein in eine nicht materielle Dimension übergehen kann. Die Astralreiche sind die Orte, in denen sich die Seele oder das Bewusstsein während der Astralprojektion bewegen kann. Diese Astralreiche umfassen andere Dimensionen und verschiedene spirituelle Ebenen. Erkundung und Kommunikation. Während der Astralprojektion kann eine Person die Astralreiche erkunden und mit anderen spirituellen Wesen und Entitäten interagieren, die sie dort vorfindet. Es kann eine Kommunikation, Wissensaustausch und Erfahrungen mit den spirituellen Wesen geben. Realismus und Details. Einige Personen erleben Astralprojektion als realistische Erfahrungen, bei denen sie Details, Bewegung und Emotionen klar wahrnehmen können. Zu diesen realistischen Details gehören das Fliegen, das Durchqueren des Raums und die Interaktion mit anderen Wesen. Persönliche Erfahrung als Grundlage. Das Verständnis der Astralreisen basiert weitgehend auf persönlichen Erfahrungen und individuellen Erlebnissen. Die Wahrnehmungen und Empfindungen während der Astralprojektion können bei verschiedenen Personen variieren und unterschiedliche Auswirkungen auf den Geist und die Seele haben. Geschichte und Kultur. Die Geschichte der Astralreisen reicht zurück zu verschiedenen Traditionen und Kulturen auf der ganzen Welt. Hinweise auf solche Erfahrungen finden sich in östlicher Philosophie, im Sufismus und in anderen spirituellen Traditionen. Auswirkungen auf den Alltag. Die Astralprojektion ist eine persönliche Erfahrung, die das Leben einer Person beeinflussen kann. Sie kann dazu beitragen, das Bewusstsein und die Spiritualität zu erweitern, sowie persönliche Weisheit und ein tiefes Verständnis für das Leben und das Universum zu fördern. Bei der Ausübung der Astralprojektion ist es wichtig, sichere und verantwortungsvolle Methoden zu verwenden, um ihre körperliche und geistige Gesundheit zu gewährleisten. Hier sind einige Tipps für die sichere Durchführung der Astralprojektion. Vorbereitung und Bereitschaft. Stellen Sie sicher, dass Sie sich vor einer Astralprojektionssitzung in gutem gesundheitlichen Zustand befinden und sich entspannt fühlen. Meditation und tiefe Atemübungen können hilfreich sein, um den Geist zu beruhigen und die Konzentration zu fördern. Schaffen Sie eine ruhige Umgebung. Wählen Sie einen ruhigen und komfortablen Ort für die Astralprojektion. Gestalten Sie den Raum mit gedämpftem Licht und stellen Sie sicher, dass Sie während der Sitzung nicht abgelenkt oder gestört werden. Schutz und Absicherung. Vor Beginn wird empfohlen, einen Schutzschild um sich herum zu errichten. Sie können sich vorstellen, von einem schützenden Licht oder einer Barriere aus positiver Energie umgeben zu sein. Dies dient dazu, Sie zu schützen und Ihre Sicherheit während der Projektion zu gewährleisten. Fokus und Meditation. Konzentrieren Sie Ihren Geist und lenken Sie Ihre Aufmerksamkeit auf das gewünschte Ziel, nämlich die Astralprojektion. Vor dem Beginn können Sie von der Praxis der Meditation profitieren, um den Geist zu beruhigen und die Gedanken zu fokussieren. Entspannung und Atmung. Führen Sie tiefe Atemübungen und Entspannungstechniken durch, um den Körper und den Geist zu beruhigen. Techniken der tiefen Atmung können dabei helfen, einen Zustand der Entspannung und tiefen Meditation zu erreichen. Körperliche Sicherheit. Sie sollten in gutem gesundheitlichen Zustand sein, wenn Sie die Astralprojektion ausüben. Versuchen Sie nicht zu projizieren, wenn Sie unter schwerwiegenden gesundheitlichen Problemen leiden oder Medikamente einnehmen, die das Bewusstsein beeinflussen. Allmähliche Erkundung. Es wird empfohlen, mit kurzen und schrittweisen Astralprojektionssitzungen zu beginnen. Knüpfen Sie allmählich Verbindungen zu den astralen Reichen und erkunden Sie sie vorsichtig. Eilen Sie nicht und überschreiten Sie nicht Ihre persönlichen Grenzen. Positive Absicht setzen.
Legen Sie vor dem Beginn positive Absichten und spirituelle Ziele für Ihre Astralprojektionssitzung fest. Konzentrieren Sie sich während der Projektion auf positive Energie, Liebe und Heilung. Respekt und Verantwortung. Respektieren Sie die astralen Reiche, ihre Wesenheiten und respektieren Sie die Rechte anderer im spirituellen Bereich. Handeln Sie verantwortungsvoll und ethisch bei der Ausübung der Astralprojektion und vermeiden Sie negative Nutzung oder Schaden für spirituelle Wesen. Fortsetzung und Bewertung. Es kann Zeit dauern, um Astralprojektionsfähigkeiten zu entwickeln. Bleiben Sie kontinuierlich in der Praxis und bewerten Sie regelmäßig Ihre Erfahrungen, um Ihr Verständnis und Ihre Fähigkeiten zu verbessern. Bodenständigkeit bewahren. Bleiben Sie während der Astralprojektion mit der Realität und dem Hier und Jetzt verbunden. Schließen Sie Ihre Augen nicht vollständig oder verlieren Sie den Kontakt zur Realität. Bleiben Sie sich bewusst, was um Sie herum geschieht und achten Sie auf Ihre körperlichen Sinne. Energie reinigen. Bevor Sie mit einer Astralprojektionssitzung beginnen, reinigen Sie die negative Energie um Sie herum und in sich selbst. Sie können Techniken wie das Anzünden von Kerzen, die Verwendung von heiligen Kräutern oder Räucherwerk verwenden, um den Raum und die verwendeten Werkzeuge zu reinigen. Spirituellen Schutz. Es wird empfohlen, einen spirituellen Schutzschild um sich herum zu errichten, bevor Sie mit der Astralprojektion beginnen. Sie können Gebete, Meditation oder heilige Schutzsymbole verwenden, um Ihren spirituellen Schutz zu stärken und zu verstärken. Gleichgewicht bewahren. Streben Sie danach, ein Gleichgewicht zwischen der spirituellen Welt und der materiellen Welt zu wahren. Tauchen Sie nicht zu stark in die astralen Welten ein, sondern achten Sie darauf, zur Realität zurückzukehren und ein Gleichgewicht zwischen der spirituellen Seite und dem täglichen Leben zu erreichen. Respekt vor persönlichen Grenzen. Während einer Astralprojektionssitzung können astrale Wesenheiten auftauchen. Respektieren Sie jedoch Ihre persönlichen Grenzen und Ihre Privatsphäre. Versuchen Sie nicht, in Ihr Leben einzugreifen oder unerwünschte Kontrolle auszuüben. Aufmerksamkeit auf Symbolik. Während der Astralprojektion können Symbole und Visionen auftauchen. Versuchen Sie, offen zu sein und bereit zu sein, ihre Bedeutung zu verstehen. Sie können Bücher über Symbolik und spirituelle Interpretationen zur Hilfe nehmen, um die Botschaften, die Sie erhalten, besser zu verstehen. Emotionales Gleichgewicht pflegen. Während der Astralprojektion können gemischte Gefühle auftreten, einschließlich Glück, Traurigkeit, Angst und anderen Emotionen. Seien Sie vorsichtig und respektieren Sie Ihre eigenen Gefühle und die Gefühle anderer, die an der Astralprojektionssitzung teilnehmen. In Dienst sein. Möglicherweise haben Sie den Wunsch, anderen zu helfen oder durch Astralprojektion einen positiven Beitrag zur Allgemeinheit zu leisten. Bewahren Sie den Geist des Dienens und der Positivität und lassen Sie diese Einstellung in Ihrer Verbindung mit den spirituellen Welten zum Ausdruck kommen. Kontinuierliches Lernen. Astralprojektion ist eine fortlaufende Reise des Lernens und spirituellen Wachstums. Setzen Sie Ihre Erforschung und Studium verwandter Themen wie Astralprojektion, Religion und spirituelle Philosophie fort. Lesen Sie Bücher und nutzen Sie verwandte Ressourcen, um Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen zu erweitern. Konsultation und Anleitung. Wenn Sie während der Ausübung der Astralprojektion zusätzliche Hilfe oder Anleitung benötigen, zögern Sie nicht, sich an einen qualifizierten spirituellen Führer oder Berater zu wenden. Sie können Ihnen die nötige Unterstützung und Anleitung auf Ihrer spirituellen Reise bieten. Hier sind einige zusätzliche Tipps zum sicheren und effektiven Üben astrologischer Manifestationen. Verbindung zur Natur. Halte eine enge Verbindung zur Natur und den natürlichen Elementen aufrecht. Führe Astralprojektion in ruhigen Outdoor-Umgebungen wie Wäldern, Stränden oder Gärten durch. Atme frische Luft ein und lausche den Geräuschen der Natur, um deine Verbindung zu spirituellen Welten zu stärken. Körperliche Vorbereitung. Vor einer Astralprojektionssitzung solltest du Meditations- und Entspannungsübungen durchführen, um den Geist zu beruhigen und die Energie im Körper zu fokussieren. Du kannst tiefe Atemübungen und ruhige Meditation praktizieren,
um dich auf eine tiefgreifende Astralprojektion vorzubereiten. Kommunikation mit positiven Geistwesen. Strebe danach, mit positiven spirituellen Wesen und wohlwollenden Geistern während der Astralprojektion zu kommunizieren. Es könnten begleitende spirituelle Wesen geben, die daran interessiert sind, mit dir in Kontakt zu treten und Hilfe und Führung anzubieten. Sei offen und empfange diese positive Energie mit Liebe und Dankbarkeit. Energiesicherheit gewährleisten. Während der Astralprojektion können Energien aufeinandertreffen. Achte daher darauf, deine Energie regelmäßig zu schützen und zu reinigen. Du kannst Techniken wie Salzbäder oder die Verwendung von energetischen Kristallen nutzen, um deine Energie zu reinigen und zu stärken. Spirituelle Integrität wahren. Da du dich auf einer spirituellen Reise befindest, respektiere die spirituelle Integrität und vermeide negative oder schädliche Nutzung der Astralprojektion. Versuche nicht, andere zu manipulieren oder spirituelle Welten für persönliche Zwecke auszunutzen. Arbeite aufrichtig und mit hoher Ethik in allen Aspekten deiner Praxis. Persönliche Entwicklung fördern. Nutze die Gelegenheit der Astralprojektion für persönliches und spirituelles Wachstum. Setze spirituelle Ziele und arbeite daran, sie zu erreichen. Du könntest lernen und neue Fähigkeiten entwickeln oder persönliche Herausforderungen überwinden müssen. Nutze diese Chance, um deine persönliche Entwicklung zu stärken. Balance zwischen Arbeit und Ruhe finden. Es ist wichtig, eine Balance zwischen Astralprojektion und deinem täglichen Leben zu erreichen. Tauche nicht vollständig in spirituelle Welten ein, zu Lasten deiner Pflichten und Verantwortlichkeiten im täglichen Leben. Achte darauf, eine Balance zwischen Arbeit und Ruhe zu finden und die Vorteile der Astralprojektion in deinem Alltag zu nutzen. Geduld und Ausdauer. Der Zugang zu einer tiefen Ebene der Astralprojektion und die Kommunikation mit spirituellen Welten kann einige Zeit und regelmäßige Praxis erfordern. Erwarte keine sofortigen Ergebnisse und sei geduldig mit dir selbst. Setze deine Praxis fort und entwickle dich weiter, und du wirst allmählich Fortschritte in deiner spirituellen Reise bemerken. Balance zwischen Arbeit und Ruhe finden. Es ist wichtig, eine Balance zwischen Astralprojektion und deinem täglichen Leben zu erreichen. Tauche nicht vollständig in spirituelle Welten ein, zu Lasten deiner Pflichten und Verantwortlichkeiten im täglichen Leben. Achte darauf, eine Balance zwischen Arbeit und Ruhe zu finden und die Vorteile der Astralprojektion in deinem Alltag zu nutzen. Geduld und Ausdauer. Der Zugang zu einer tiefen Ebene der Astralprojektion und die Kommunikation mit spirituellen Welten kann einige Zeit und regelmäßige Praxis erfordern. Erwarte keine sofortigen Ergebnisse und sei geduldig mit dir selbst. Setze deine Praxis fort und entwickle dich weiter, und du wirst allmählich Fortschritte in deiner spirituellen Reise bemerken. Erkundung und Entdeckung. Hab keine Angst davor, deine innere Tiefe zu erkunden und neue Aspekte von dir selbst und dem umgebenden Universum zu entdecken. Während der Astralprojektion könntest du neue Fähigkeiten und Talente entdecken. Nutze diese Gelegenheit, um dein Bewusstsein zu erweitern und dich weiterzuentwickeln. Respekt und Wertschätzung. Zeige Respekt und Wertschätzung für die spirituellen Welten und spirituellen Wesen, mit denen du in Kontakt trittst. Betrachte sie als spirituelle Partner und arbeite mit ihnen in guter Absicht und Respekt zusammen. Du wirst feststellen, dass du viel von ihnen lernen kannst und dass sie eine starke Führung und Unterstützung auf deiner spirituellen Reise sein können. Das Bermuda-Dreieck ist eine Bezeichnung für eine Region im Atlantischen Ozean zwischen Bermuda, Florida und Puerto Rico. Diese Region ist bekannt für Berichte über mysteriöse Vorfälle und plötzliches Verschwinden von Schiffen und Flugzeugen und hat im Laufe der Jahre viel Aufmerksamkeit von Menschen und Medien erregt. Die Bezeichnung Bermuda-Dreieck
stammt aus den frühen Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts, als mehrere Vorfälle und Zeugenaussagen über mysteriöse Ereignisse in dieser Region dokumentiert wurden. Zu den bekanntesten dieser Vorfälle gehören das Verschwinden des Schiffes Mary Celeste im Jahr 1918 und das Verschwinden von US-Marineflugzeugen im Jahr 1945. Berichte über Vorfälle im Bermuda-Dreieck deuten darauf hin, dass Schiffe und Flugzeuge ohne Vorwarnung oder klare Erklärung verschwinden. Zu den mysteriösen Phänomenen, die mit dieser Region in Verbindung gebracht werden, gehören starke Meeresstürme und Hurrikane, plötzliche Druckänderungen und Meeresströmungen, magnetische Interferenzen und ihre Auswirkungen auf Kompassnadeln, sowie das Vorhandensein unbekannter natürlicher Phänomene. Es gibt jedoch auch die Ansicht, dass die Ereignisse im Bermuda-Dreieck stark übertrieben wurden und die meisten Vorfälle mit bekannten, natürlichen Ursachen erklärt werden können. Zum Beispiel liegt das Bermuda-Dreieck in einer stark befahrenen Schifffahrtsroute und ist von starken Stürmen und Hurrikanen bedroht, die eine Gefahr für Schiffe und Flugzeuge darstellen können. Letztendlich sollte man Geschichten über das Bermuda-Dreieck mit Vorsicht betrachten und sie nicht als absolute wissenschaftliche Fakten betrachten. Es ist wichtig zu bedenken, dass es viele natürliche Faktoren gibt, die in dieser Region auftreten und die als Erklärung für die berichteten Vorfälle dienen können. Es wurden verschiedene Theorien vorgeschlagen, um dieses Phänomen zu erklären, einschließlich wissenschaftlicher Erklärungen sowie alternativer Theorien wie übernatürliche Ursachen oder außerirdische Kreaturen. Es gibt jedoch keine starke Evidenz, die diese alternativen Theorien unterstützt. Lage und Ausdehnung. Das Bermuda-Dreieck erstreckt sich über eine Fläche von etwa 1,5 Millionen Quadratkilometern im westlichen Nordatlantik. Es bildet ein imaginäres Dreieck, das grob zwischen den Inseln Bermuda, Puerto Rico und Miami in Florida liegt. Historische Vorfälle. Der Mythos des Bermuda-Dreiecks begann in den 1950er Jahren, als der Autor Edward Van Winkle Jones in einem Artikel für das Magazin Fate über das mysteriöse Verschwinden von Schiffen und Flugzeugen in der Region berichtete. Dieser Artikel machte das Bermuda-Dreieck zu einem bekannten Phänomen. Berühmte Vorfälle. Es gibt mehrere bekannte Fälle von Schiffen und Flugzeugen, die im Bermuda-Dreieck verschwunden sind. Eines der bekanntesten Beispiele ist das mysteriöse Verschwinden des Fluges 19 im Jahr 1945, bei dem 5 US-Marineflugzeuge während einer Trainingsmission verloren gingen. Ein weiterer Fall ist das Verschwinden des Frachtschiffs SS Marine Sulphur Queen im Jahr 1963, bei dem alle 39 Besatzungsmitglieder spurlos verschwanden. Natürliche Erklärungen. Wissenschaftler haben verschiedene natürliche Phänomene vorgeschlagen, um die Vorfälle im Bermuda-Dreieck zu erklären. Dazu gehören starke Strömungen, wie der Golfstrom, der Schiffe und Flugzeuge abtreiben kann, sowie plötzliche und heftige Stürme, die schwere Schäden verursachen können. Die geografische Lage des Bermuda-Dreiecks macht es auch anfällig für tropische Stürme und Hurrikane. Magnetische Anomalien. Eine Theorie besagt, dass das Bermuda-Dreieck aufgrund von magnetischen Anomalien eine erhöhte Kompassabweichung verursacht, was zu Navigationsfehlern führen kann. Es gibt tatsächlich Gebiete auf der Erde, in denen der magnetische Nordpol und der geografische Nordpol nicht übereinstimmen, und dies könnte zu Verwirrung bei den Navigationssystemen führen. Kritik und Skepsis. Viele Skeptiker argumentieren, dass die Vorfälle im Bermuda-Dreieck übertrieben wurden und dass die Anzahl der tatsächlich verschwundenen Schiffe und Flugzeuge nicht signifikant höher ist als in anderen stark befahrenen Gebieten der Weltmeere. Auch die Tatsache, dass viele der Berichte auf mündlichen Überlieferungen und zweifelhaften Quellen beruhen, trägt zur Skepsis bei. Tourismus und Medien.
Das Bermuda-Dreieck hat eine große Anziehungskraft auf Touristen und ist ein beliebtes Thema in Büchern, Filmen und Dokumentationen. Viele touristische Aktivitäten in der Region beziehen sich auf das Mysterium des Bermuda-Dreiecks. Abschließend bleibt das Bermuda-Dreieck ein Rätsel, das bis heute nicht vollständig gelöst ist. Obwohl es viele Theorien und Spekulationen gibt, fehlen wissenschaftliche Beweise, um die tatsächliche Existenz eines übernatürlichen Phänomens oder einer unerklärlichen Kraft im Bermuda-Dreieck zu bestätigen. Es bleibt eine faszinierende und umstrittene Erscheinung, die weiterhin die Fantasie der Menschen anregt. Mumien sind menschliche oder tierische Körper, die mit konservierenden Substanzen behandelt wurden, um sie über lange Zeiträume zu erhalten. Sie sind besonders bekannt in der altägyptischen Kultur, wo sie zur Erhaltung der Körper von Pharaonen und hochrangigen Personen verwendet wurden. Der Prozess der Mumifizierung beinhaltet mehrere komplexe Schritte. Zunächst werden die inneren Organe aus dem Körper entfernt, was als Evisceration bezeichnet wird. Das Herz, die Leber, die Lungen und die Eingeweide werden separat in Behältern namens Kanopenkrüge aufbewahrt. Danach wird der Körper mit wasserlöslichen Substanzen und Natronlauge gereinigt, um das Bindegewebe und Fett zu entfernen. Anschließend wird der Körper sorgfältig mit flüssigem Stickstoff und feuchtigkeitsspeichernden Salzen getrocknet. Sobald der Körper vollständig getrocknet ist, werden Hauptkonservierungsmittel wie Düngemittel und Harze aufgetragen. Organische Konservierungsmittel wie arabische Gummis und Weihrauch wurden verwendet, um den Körper zu schützen und den Zerfall zu verhindern. Danach wird der Körper mit feuchten Leinenbinden umwickelt, die als ägyptische Baumwolle bekannt sind. Die Mumien werden in kunstvoll verzierten Holz- oder Steinsärgen, auch Sarkophage genannt, platziert. Die Särge sind mit Malereien, Gravuren, Darstellungen der Mumie selbst sowie religiösen und magischen Symbolen und Texten verziert. Mumien sind eine wichtige Quelle für Informationen über die altägyptische Zivilisation. Die Analyse von Mumien liefert wertvolle Informationen über Medizin, Anatomie, Ernährung, Geschichte und Kultur in dieser Zeit. Die Körperstrukturen, die verwendeten Konservierungsmittel, Krankheiten und Verletzungen werden untersucht, um das Leben und die alten Bräuche zu verstehen. Mumien wurden in den Gräbern der Pharaonen gefunden und einige von ihnen wurden in Museen der Öffentlichkeit präsentiert, um das faszinierende alte Ägypten und seine Kultur kennenzulernen. Mumien der Pharaonen sind besonders bekannt und berühmt, wie zum Beispiel die Mumien von Tutanchamun und Ramses II. Moderne Technologien wurden eingesetzt, um Mumien ohne Schäden zu untersuchen. Röntgenaufnahmen und Computertomographie, CT-Scans, wurden verwendet, um die Körperstruktur zu überprüfen und feine Details innerhalb der Särge zu entdecken. Darüber hinaus wurde die DNA-Analyse verwendet, um die Identität der Mumien und ihre genetischen Verbindungen festzustellen. Mumien sind ein wichtiger Teil des kulturellen Erbes der Menschheit und tragen zum Verständnis unserer gemeinsamen Geschichte und der Entwicklung verschiedener Zivilisationen bei. Sie bieten Einblicke in die Vergangenheit und helfen uns, Kultur, Religion und alte Wissenschaften zu erkunden. Mumien sind auch eine wertvolle Quelle für wissenschaftliche Forschung und die Entwicklung des Wissens über die Menschheit und die Geschichte. Wie lange dauert der Prozess der Mumifizierung normalerweise? Der Prozess der Mumifizierung kann je nach Methode und Umständen variieren. In der altägyptischen Kultur beispielsweise dauerte die traditionelle Mumifizierung mehrere Wochen bis Monate. Der genaue Zeitrahmen hing von verschiedenen Faktoren ab, wie dem sozialen Status der Person, den verfügbaren Ressourcen und den gewünschten Ergebnissen. Für hochrangige Persönlichkeiten wie Pharaonen oder Mitglieder des Königshauses wurde ein aufwendigerer Prozess durchgeführt, der mehr Zeit in Anspruch nahm. Dies umfasste eine detaillierte Vorbereitung und Reinigung des Körpers sowie die Anwendung verschiedener Konservierungsmittel und Techniken.
Bei der traditionellen altägyptischen Mumifizierung wurden die inneren Organe entfernt, der Körper mit Salzen behandelt und anschließend getrocknet. Danach wurden Konservierungsmittel wie Harze und Öle aufgetragen, um den Körper zu schützen. Schließlich wurde der Körper in Leinenbinden gewickelt und in einen Sarkophag gelegt. Der gesamte Prozess konnte mehrere Wochen bis Monate dauern, abhängig von der Größe des Körpers, der gewünschten Qualität der Mumie und den verfügbaren Ressourcen. Es war eine äußerst präzise und zeitaufwendige Aufgabe, die von spezialisierten Mumifizierern durchgeführt wurde. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass es auch andere Methoden der Mumifizierung gab, die weniger Zeit in Anspruch nahmen. In einigen Kulturen wurden beispielsweise natürliche Bedingungen wie extreme Trockenheit oder Kälte genutzt, um eine Art der Mumifizierung zu erreichen. Diese natürlichen Mumifizierungsprozesse können über einen längeren Zeitraum von Jahren oder sogar Jahrhunderten stattfinden, indem sie die Verwesung des Körpers verhindern. In modernen Zeiten können technologische Fortschritte den Prozess der Mumifizierung beschleunigen oder vereinfachen. Zum Beispiel kann die Verwendung von Chemikalien oder gefriergetrockneten Techniken den Prozess beschleunigen und die Zeit für die Mumifizierung erheblich verkürzen. Insgesamt kann man sagen, dass die Dauer der Mumifizierung stark von den verwendeten Methoden, den Umständen und dem gewünschten Ergebnis abhängt. Gibt es in der heutigen Zeit noch andere Mumifizierungsmethoden? Präparation mit Konservierungsflüssigkeiten. Bei dieser Methode werden chemische Lösungen verwendet, um den Körper vor dem Verfall zu bewahren. Formaldehyd ist eine häufig verwendete chemische Verbindung, um das Gewebe zu fixieren und zu konservieren. Die Konservierungsflüssigkeit wird in den Körper injiziert, um die Struktur und das äußere Erscheinungsbild zu erhalten. Kryonik. Diese Methode wird selten angewendet und erfordert fortgeschrittene Techniken. Der Körper wird mit Hilfe von flüssigem Stickstoff oder anderen kalten Gasen eingefroren, um den Gewebeabbau zu verhindern. Der Körper wird in einen luftdichten Behälter gelegt und extrem niedrigen Temperaturen ausgesetzt. Naturbalsamierung. Bei dieser Methode wird auf natürliche Umweltbedingungen zurückgegriffen, um den Körper zu konservieren. Zum Beispiel wird bei extremen Trockenheitsbedingungen oder niedrigen Temperaturen versucht, den Körper auszutrocknen und den Verfall zu verhindern. Dies wird normalerweise in Regionen mit extremen Bedingungen wie Polargebieten oder trockenen Wüsten angewendet. Elektromedizinische Balsamierung. Diese moderne Methode verwendet elektrische Techniken und spezielle chemische Substanzen zur Konservierung. Ein schwacher elektrischer Strom wird auf den Körper angewendet, um das Gewebe zu fixieren und zu erhalten. Die Dauer dieser Methoden kann je nach Verfahren und Umständen variieren. Es ist wichtig anzumerken, dass die Einbalsamierung in verschiedenen Kulturen und Rechtsvorschriften unterschiedliche Bedeutungen und Anwendungszwecke haben kann. Nikola Tesla, 1856–1943, war ein serbischstämmiger Wissenschaftler und Ingenieur und einer der größten Erfinder in der Geschichte von Wissenschaft und Technologie. Er wurde in dem Dorf Smiljan in der Region Lika in Kroatien geboren, damals Teil der österreichisch-ungarischen Monarchie. Schon in jungen Jahren zeigte Tesla Interesse an Wissenschaft und Technik und offenbarte außergewöhnliches Talent für Innovation und Erfindung. Tesla studierte Maschinenbau an der Technischen Universität Graz in Österreich und setzte dann sein Studium der Elektrotechnik an der Universität Prag fort. Im Jahr 1880 schloss er sein Studium ab und arbeitete für kurze Zeit bei einem Telegrafenunternehmen in Budapest, bevor er Europa verließ und in die Vereinigten Staaten von Amerika im Jahr 1884 übersiedelte. In den USA arbeitete Tesla bei Thomas Edisons Firma, wo er zur Verbesserung des Systems der Gleichstrombeleuchtung beitrug. Allerdings unterschieden sich Tesla und Edison in ihrer Ansicht über die Vorherrschaft von Gleichstrom und Wechselstrom
bei der Übertragung von elektrischer Energie über weite Strecken. Im Jahr 1887 gründete Tesla sein eigenes Unternehmen in New York und begann mit der Entwicklung eigener Erfindungen. Eine seiner wichtigsten Erfindungen war der Hochfrequenztransformator, der in der Lage war, Gleichstrom in Wechselstrom umzuwandeln und ihn erheblich zu verstärken. Tesla erfand auch den Wechselstrommotor und das Mehrphasenverteilungssystem, die beide eine Revolution in der Elektrizitätsindustrie darstellten. Tesla wurde auch für seine Experimente mit drahtloser Energieübertragung bekannt, bei denen er Hochfrequenzwellen verwendete. Diese Experimente führten zur Entwicklung der Idee eines Weltenergiesystems. Tesla träumte von einem globalen System zur Übertragung von Energie durch die Luft, bei dem Menschen auf der ganzen Welt einfachen Zugang zu Elektrizität hätten, ohne Kabel verwenden zu müssen. Trotz seiner Genialität und bahnbrechenden Erfindungen stand Tesla vor vielen finanziellen und regulatorischen Herausforderungen. Später in seinem Leben verschlechterten sich seine finanziellen Verhältnisse und sein geistiger Zustand. Seine Fixierung auf große Projekte und experimentelle Ideen führte zu einem Rückgang der öffentlichen Wertschätzung und finanziellen Schwierigkeiten. Im Jahr 1895 führte Tesla das Projekt Wardenclyffe in Colorado durch, um seine Idee der drahtlosen Energieübertragung zu demonstrieren. Jedoch konnte Tesla nicht genügend Finanzierung für die Fortsetzung des Projekts aufbringen und es wurde später abgebrochen. Trotz der Tatsache, dass er viele Erfindungen und Innovationen gemacht hat, wurde Tesla nicht besonders wohlhabend. Nach dem Scheitern vieler seiner Projekte und dem Verfall seiner Gesundheit verbrachte Tesla seine letzten Jahre in Isolation und Armut. Er starb im Januar 1943 in New York. Im Laufe der Zeit wurden Teslas Beiträge immer mehr geschätzt und er wurde zu einem Symbol für wissenschaftliche Genialität und visionäres Denken. Sein Einfluss im Bereich der Elektrizität und Technologie ist unbestreitbar und seine Prinzipien und Ideen bilden immer noch die Grundlage für viele moderne Entwicklungen in der Energieübertragung und drahtlosen Technologie. Als Anerkennung für seine großen Beiträge wurden verschiedene Unternehmen und Organisationen nach ihm benannt und eine Einheit zur Messung der magnetischen Flussdichte wird als Tesla bezeichnet. Zudem ist er Thema vieler Bücher, Filme und Bildungseinrichtungen, die seine Geschichte und seine großen Beiträge zur Wissenschaft und Technologie erzählen. Welche Herausforderungen hatte Nikola Tesla in seinem Leben zu bewältigen? Nikola Tesla stand während seines Lebens vor mehreren Herausforderungen, finanzielle Schwierigkeiten. Obwohl Tesla viele bahnbrechende Erfindungen gemacht hat, hatte er Schwierigkeiten, ausreichende finanzielle Unterstützung für seine Projekte zu erhalten. Er investierte oft sein eigenes Geld, um seine Ideen zu verwirklichen, und musste sich mit finanziellen Engpässen und Schulden auseinandersetzen. Mehrere seiner Unternehmen scheiterten und er verlor auch Geld bei Investitionen in nicht realisierte Projekte. Konkurrenz und Rivalität. Tesla hatte eine angespannte Beziehung zu anderen Erfindern und Unternehmern seiner Zeit, insbesondere zu Thomas Edison. Es gab Rivalitäten und Konflikte zwischen ihnen, insbesondere in Bezug auf die Frage der Vorherrschaft von Gleichstrom und Wechselstrom. Tesla kämpfte auch gegen andere Konkurrenten und etablierte Industriekräfte, die seine Ideen und Technologien nicht unterstützten oder sogar sabotierten. Regulatorische Hürden. Tesla musste sich mit regulatorischen Hürden und Patentstreitigkeiten auseinandersetzen. Er musste seine Erfindungen schützen und gegen Nachahmungen vorgehen, was zu langwierigen Rechtsstreitigkeiten führte. Diese rechtlichen Auseinandersetzungen beanspruchten seine Zeit und Ressourcen zusätzlich. Begrenzte Unterstützung und Verständnis der Öffentlichkeit. Aufgrund der Komplexität und des futuristischen Charakters einiger seiner Ideen hatten viele Menschen Schwierigkeiten, Teslas Visionen zu verstehen oder zu akzeptieren. Seine Vorstellungen von drahtloser Energieübertragung und globaler Elektrifizierung wurden oft als utopisch oder unrealistisch abgetan. Dies führte zu begrenzter öffentlicher Unterstützung und mangelndem Interesse der Investoren. Persönliche Isolation und gesundheitliche Probleme.
Im späteren Leben wurde Tesla zunehmend isoliert und litt unter gesundheitlichen Problemen. Seine Fixierung auf große Projekte und seine exzentrische Persönlichkeit führten dazu, dass er sich von der Gesellschaft zurückzog und sich in Isolation begab. Er litt auch unter finanziellen und gesundheitlichen Rückschlägen, was zu einem generellen Rückgang seiner Stimmung und seines geistigen Zustands führte. Trotz all dieser Herausforderungen setzte Tesla seine Arbeit fort und hinterließ einen bleibenden Einfluss auf die Wissenschaft und Technologie. Seine Erfindungen und Ideen wurden später anerkannt und fanden breite Anwendung in verschiedenen Bereichen der Elektrotechnik. Wie wurde die Beziehung zwischen Nikola Tesla und Thomas Edison durch den Wettbewerb beeinflusst? Die Beziehung zwischen Nikola Tesla und Thomas Edison wurde stark von ihrem Wettbewerb beeinflusst. Es gab Meinungsverschiedenheiten und Spannungen zwischen den beiden aufgrund der Debatte über das geeignete System für die öffentliche Stromversorgung. Sollte das verwendete System Gleichstrom sein, wie von Edison unterstützt, oder Wechselstrom, wie von Tesla befürwortet? Anfangs arbeitete Tesla mit Edison zusammen, als er der Edison Electric Company in New York beitrat, aber ihre Beziehung wurde schnell belastet. Ihre unterschiedlichen Visionen für den Strom und das Verteilungssystem stießen auf Widerspruch, da Edison zur Verwendung von Gleichstrom drängte, während Tesla die Verwendung von Wechselstrom propagierte. Der Konflikt zwischen ihnen eskalierte, als Tesla versuchte, das Wechselstromsystem zu entwickeln und seine Vorteile beim Transport von Energie über große Entfernungen effizienter zu beweisen. Dies führte zu einer verstärkten Konkurrenz zwischen den beiden Genies, wobei jeder sein eigenes System bewarb und versuchte, die Öffentlichkeit und Investoren von dessen Vorteilen zu überzeugen. Tesla war erfolgreich darin, die Vorteile des Wechselstromsystems und seine Fähigkeit, Energie über große Entfernungen effizient zu transportieren, zu demonstrieren. Dies führte zu noch größeren Meinungsverschiedenheiten und verstärktem Wettbewerb zwischen ihren Unternehmen, wobei die Edison Company versuchte, die Anwendungen des Wechselstromsystems von Tesla zu behindern. Im Laufe der Zeit entwickelten sich die Meinungsverschiedenheiten zwischen Tesla und Edison zu einem langwierigen Patentstreit, bei dem Tesla versuchte, seine Patente für das Wechselstromsystem und seine Komponenten zu schützen. Obwohl Tesla am Ende diese rechtlichen Auseinandersetzungen gewann, hinterließen sie negative Spuren in ihrer Beziehung. Trotz des Wettbewerbs und der Differenzen ist zu beachten, dass sowohl Tesla als auch Edison herausragende Wissenschaftler und Ingenieure waren, die einen revolutionären Beitrag auf dem Gebiet der Elektrizität und Technologie leisteten. Trotz der Streitigkeiten haben beide einen eigenen Beitrag geleistet und ihre Spuren in der Geschichte hinterlassen. Die Werwölfe sind mythologische Kreaturen, die sich durch ihre Fähigkeit auszeichnen, sich zwischen einer menschlichen und einer wolfsartigen Gestalt zu verwandeln. Die Ursprünge der Werwölfe reichen Tausende von Jahren zurück und sie tauchen in vielen Kulturen und Mythen auf der ganzen Welt auf. Kapitel 1: Entstehung und Ursprünge. Die Ursprünge der Werwölfe gehen auf alte Geschichten und Mythen zurück, die von der Verwandlung von Menschen in Wölfe erzählen. Einige Mythen behaupten, dass Menschen durch einen Fluch oder den Einfluss der wilden Natur in der Lage sind, sich in Wölfe zu verwandeln, besonders in kalten Nächten oder wenn sie extreme Wut oder Angst verspüren. Kapitel 2: Kulturen und Traditionen. Geschichten und Mythen über Werwölfe verbreiteten sich in verschiedenen Kulturen auf der ganzen Welt. In einigen Kulturen gelten Werwölfe als böse und beängstigende Mächte, während sie in anderen Kulturen Respekt und Verehrung erfahren, da sie die Natur und die Tiere schützen. Kapitel 3: Verwandlung und Fähigkeiten. Die Fähigkeiten der Werwölfe bestehen darin, sich zwischen menschlicher und wolfsartiger Gestalt zu verwandeln. Wenn ein Werwolf sich verwandelt, erhält er einen starken Körper und starke Muskeln sowie scharfe Sinne. Dies ermöglicht ihm eine Nachtsicht.
ein scharfes Gehör und enorme körperliche Stärke. Sie können ihren Zorn kontrollieren und ihre Stärke zum Selbstschutz und zum Schutz der Gemeinschaft einsetzen. Kapitel 4: Der Umgang mit dem Fluch. In einigen Geschichten leiden Werwölfe unter einem Fluch, der sie dazu zwingt, sich immer nachts zu verwandeln. In dieser Situation kämpfen sie darum, ihre Wut zu kontrollieren und ihre menschliche Identität zu bewahren. Sie suchen nach Wegen, den Fluch zu brechen und ihr normales Leben wiederzugewinnen. Kapitel 5: Akzeptanz und Gleichgewicht. Moderne Geschichten behandeln die Reise der Werwölfe hin zur Akzeptanz ihrer doppelten Identität und dem Erreichen eines Gleichgewichts zwischen ihrer menschlichen und tierischen Seite. Sie finden Unterstützung und Freundschaft in Gemeinschaften, die ihre einzigartigen Fähigkeiten verstehen und akzeptieren. Sie lernen, ihre Kräfte zum Guten einzusetzen und Schwächere zu schützen. Sie streben danach, harmonisch mit Menschen und den umliegenden Gemeinschaften zu leben. Sie bauen gesunde und nachhaltige Beziehungen zu anderen Werwölfen und Menschen auf und streben danach, ein Gleichgewicht zwischen ihrer doppelten Identität zu erreichen. Es gibt unterschiedliche Vorstellungen von Werwölfen und ihren Geschichten in verschiedenen Kulturen und Erzählungen. Es gibt viele Filme, Bücher und Serien, die die Welt der Werwölfe erkunden und ihre persönliche Reise sowie die Herausforderungen, denen sie gegenüberstehen, beleuchten. Unabhängig von den unterschiedlichen Vorstellungen von Werwölfen spiegeln sie die menschliche Neugier und Fragen über übernatürliche Kräfte und persönliche Transformation wider. Werwolf-Geschichten bleiben beliebt und inspirieren viele Menschen, wecken Emotionen und unterschiedliche Reaktionen. Und so kommen wir zum Ende unserer faszinierenden Reise in die Welt der Mythen und persönlichen Transformation der Werwölfe. Einmal gab es einen Wissenschaftler namens Dr. Johnson, der im Jahr 2050 von einer Idee besessen war, der Zeitreise. Er verbrachte viele Jahre mit Forschung und Experimenten, bis er schließlich eine Zeitreisemaschine namens der gekrümmte Zeitraum entwickelte. Dr. Johnson beschloss, der erste Mensch zu sein, der die Maschine ausprobiert. Eines Tages stellte er den Apparat auf das Jahr 1900 ein. Als er die Maschine aktivierte, fühlte er einen starken Blitz und fand sich plötzlich auf den Straßen des 19. Jahrhunderts in New York City wieder. Die Stadt sah völlig anders aus. Große Kutschen fegten über die Straßen und die Menschen trugen traditionelle Kleidung. Die Stadt war lebendig und voller Bewegung und Aktivität. Dr. Johnson war erstaunt und aufgeregt, diese ferne Zeit zu erkunden. Während seiner Reise traf er berühmte historische Persönlichkeiten wie Thomas Edison und Helen Keller. Er erlebte auch wichtige historische Ereignisse wie die Enthüllung der Freiheitsstatue. Aber während er seine Abenteuer in der Vergangenheit genoss, begegnete Dr. Johnson auch neuen Herausforderungen und Risiken. Er musste vorsichtig sein, um die Auswirkungen von Veränderungen in der Zukunft zu berücksichtigen. Er erkannte, dass jede Einmischung zu erheblichen Veränderungen in den historischen Ereignissen und im Leben der Menschen führen könnte. Nach mehreren erfolgreichen Zeitreisen beschloss Dr. Johnson, seine bahnbrechende Entdeckung des Zeitreisens mit der Welt zu teilen. Er gründete ein Institut für Zeitreisen und begann, ein Team von Wissenschaftlern auszubilden, um die Zeitreisetechnologie weiterzuentwickeln und zu verbessern. Sie erzielten enorme Fortschritte und erweiterten die Reichweite der Zeitreisen auf andere Zeiträume wie das Mittelalter und sogar die ferne Zukunft. Die Zeitreise wurde zu einer Realität, die es den Menschen ermöglichte, Geschichte zu erkunden und die Zukunft zu erforschen. Und so endet die Geschichte von Dr. Johnson und seiner revolutionären Entdeckung der Zeitreise. Die Menschheit war nun in der Lage, Ereignisse der Vergangenheit und der Zukunft selbst zu erleben und zu erforschen. Informationen über Zeitreisen. Theorien über Zeitreisen. Es gibt verschiedene Theorien in den physikalischen Wissenschaften, die die Möglichkeit von Zeitreisen diskutieren. Zu diesen Theorien gehören die Raumzeittheorie, die Zeitschleifentheorie und die Wurmlochtheorie. Zeitkrümmung.
Gemäß der Raumzeittheorie von Albert Einstein kann Zeit durch Schwerkraft und Geschwindigkeit beeinflusst werden. Die Krümmung der Zeit kann ein Gleichgewicht zwischen Zeit und Raum schaffen, das Zeitreisen ermöglicht. Geschlossene Zeitkurven. Gemäß der Zeitschleifentheorie können geschlossene Zeitkurven entstehen, die das Reisen von einem Zeitpunkt zu sich selbst ermöglichen. Diese Kurven stellen eine Art von Zeitreiseschleifen dar, die von Individuen genutzt werden können, um in die Vergangenheit zurückzukehren. Wurmloch. Gemäß der Wurmlochtheorie können Wurmlöcher oder Raumzeittunnel für das Reisen von einem Ort zum anderen in der Zeit genutzt werden. Wurmlöcher werden als potenzielle Abkürzung für Zeitreisen betrachtet, wurden aber bisher weder entdeckt noch nachgewiesen. Wissenschaftliche Erforschung. Viele wissenschaftliche und physikalische Organisationen forschen und experimentieren mit Zeitreisetheorien. Es werden zahlreiche Experimente und praktische Untersuchungen durchgeführt, um die physikalischen Phänomene des Zeitreisens zu verstehen. Zeitreisen und Paradoxa. Zeitreisen werfen interessante Paradoxa auf, wie zum Beispiel das Großvaterparadoxon und das klassische Physikparadoxon. Das Großvaterparadoxon besagt, dass eine Person, die in die Vergangenheit reist und verhindert, dass ihr Großvater geboren wird, sich selbst in der Gegenwart auslöschen würde. Das klassische Physikparadoxon bezieht sich auf Situationen, in denen ein Ereignis zu einer Kausalitätsverletzung führt, wie zum Beispiel die Frage, was passiert, wenn man in der Zeit zurückreist und sich selbst davon abhält, in die Vergangenheit zu reisen. Diese Paradoxa stellen Herausforderungen dar, um zu verstehen, wie man mit der Zeit umgeht und mögliche Auswirkungen von Eingriffen in die Vergangenheit oder die Zukunft berücksichtigt. Sie regen zu Diskussionen und theoretischen Überlegungen darüber an, wie Zeitreisen theoretisch möglich sein könnten und welche Einschränkungen oder Regeln dabei gelten könnten. Bitte beachten Sie, dass die Diskussion um Zeitreisen und Paradoxa weiterhin ein Thema der wissenschaftlichen Forschung und Spekulation ist. Es gibt verschiedene Theorien und Hypothesen, aber es gibt bisher keine eindeutigen wissenschaftlichen Beweise für die tatsächliche Möglichkeit von Zeitreisen oder die Auflösung der damit verbundenen Paradoxa. Vor über einem Jahrhundert, im Jahr 1912, wurde ein riesiges Schiff namens Titanic gebaut, das zu dieser Zeit als das größte Meisterwerk der Schiffbauindustrie galt. Das Schiff war perfekt im Design und Luxus und galt als Symbol für technologischen Fortschritt und Wohlstand in jener Zeit. Am 10. April 1912 stach die Titanic von ihrem Hafen in Southampton, England, zu ihrer Jungfernfahrt nach New York City in den USA in See. An Bord des Schiffes befanden sich über 2200 Passagiere verschiedener sozialer Schichten und Nationalitäten. Doch in der kalten und ruhigen Nacht des 14. April ereignete sich eine unvergessliche Katastrophe. Die Titanic kollidierte mit einem riesigen Eisberg, der die rechte Seite des Schiffes aufschlitzte. Niemand ahnte damals, welches Ausmaß die Tragödie haben würde. Panik und Chaos brachen aus, als die Passagiere und die Besatzungsmitglieder begannen, sich auf die Rettungsmaßnahmen vorzubereiten. Obwohl Rettungsboote vorhanden waren, reichten sie nicht aus, um alle Passagiere zu retten. Während die Titanic langsam sank, wurde entschieden, wer auf die Rettungsboote steigen durfte und wer zurückbleiben musste. Es herrschte Chaos und Trauer an Bord des Schiffes, als die Menschen auf dem letzten Holzdeck der Titanic standen und langsam in die Tiefen des Ozeans verschwanden. Ungefähr 1500 Menschen kamen bei dieser schrecklichen Katastrophe ums Leben, darunter Passagiere und Besatzungsmitglieder. Nach der Katastrophe wurden gründliche Untersuchungen durchgeführt, um die Ursachen des Unglücks herauszufinden und Maßnahmen zu diskutieren, die es hätten verhindern können. Die Untersuchungen enthüllten mehrere Fehler in Bezug auf Sicherheit und Planung, darunter unzureichende Anzahl von Rettungsbooten und das Fehlen eines effektiven Kommunikationssystems für Notfälle. Diese Erkenntnisse führten zu grundlegenden Veränderungen in den maritimen Sicherheitsgesetzen und verbesserten Rettungsmaßnahmen auf Schiffen. Die Tragödie der Titanic hinterließ einen tiefen Eindruck auf die Weltgemeinschaft. Die schreckliche Geschichte trug dazu bei, das Bewusstsein für die Bedeutung der maritimen Sicherheit und den Schutz des Lebens der Passagiere zu schärfen.
Die Katastrophe führte zu einer weltweiten Debatte über Fragen der maritimen Sicherheit und zur Weiterentwicklung der Schiffstechnologie. Im Laufe der Jahre hat die Geschichte der Titanic weiterhin Einfluss auf die Populärkultur, Filme und Bücher. Es wurden zahlreiche Filme, Fernsehshows und Theaterstücke produziert, die die Geschichte der Katastrophe erzählen und die Tapferkeit und Opferbereitschaft in jener schicksalhaften Nacht beleuchten. Die Geschichte der Titanic erinnert uns daran, wie wichtig Vorsicht und die Gewährleistung strenger Sicherheitsmaßnahmen in allen Bereichen unseres Lebens sind. Der tragische Untergang der Titanic ist eine starke Erinnerung daran, wie Katastrophen passieren können und wie wichtig es ist, ernsthaft die Sicherheit und den Schutz zu beachten. Das ist die Geschichte der Titanic, eine wahre Tragödie, die die Menschheit erlebte und einen tiefen Eindruck in der Geschichte der Schifffahrt und Sicherheit hinterließ. Es ist eine Geschichte, die uns daran erinnert, aus Fehlern zu lernen und an der Verbesserung von Sicherheit und Schutz zu arbeiten, um das Leben der Menschen auf See und in allen Aspekten unseres Lebens zu schützen. Alexander der Große, Julius Caesar, Dschingis Khan, Napoleon Bonaparte, das Ende der 4 großen Eroberer. Stellen Sie sich einen Mann vor, der weint, weil der Gewinn von 2 Millionen Quadratmeilen nicht genug für ihn war. Der Jäger der Reiche, Alexander der Große, kümmerte sich nur um eine Sache, die Welt zu erobern. Er führte seine Armee in den Kampf, ohne Angst vor Niederlagen, als wäre er unsterblich. Und warum nicht? Dieser Mann war in einem 10-jährigen Siegeszug unterwegs, seine Männer waren müde und wollten nach Hause zurückkehren, um die Reichtümer zu genießen, die sie erbeutet hatten. Aber ihr König interessierte sich nicht für Reichtum und auch nicht besonders für das Regieren. Alles, worum es ihm ging, war die Eroberung. Alles lief für ihn gut, bis er in Indien auf eine Mauer stieß. Alexander verlor viele Männer in der Schlacht gegen Poros, seine härteste Schlacht. Es wird behauptet, dass er selbst in der Schlacht verwundet wurde, während sein Pferd im Kampf starb. Dennoch trieb er seine Männer zum Widerstand an, aber auf der anderen Seite des Flusses wartete eine weitere große, erholte indische Armee, während seine Männer erschöpft und geschwächt waren. Alexanders Männer baten ihn, die Schlacht zu beenden und nach Hause zurückzukehren, aber sie baten ihn auch, diese Kampagne oder dieses Imperium zu beenden und nach Hause zu gehen. Zum ersten Mal hörte Herr Alexander auf niemanden und musste gehorchen. Das war der Anfang vom Ende für ihn. Er war dafür bekannt, gerne zu trinken, und erkrankte eines Nachts schwer und fiel in einen kritischen Zustand. Die opportunistischen Generäle eilten schnell, um ihren König zu sehen, und fragten ihn, wem sein riesiges Empire nach seinem Tod gehören würde. Und Alexander antwortete, dem Stärkeren. Das führte zu einem Krieg zwischen seinen Generälen, der fast 50 Jahre dauerte. Das Makedonische Reich wurde in kleine Stücke zersplittert, bevor es überhaupt etwas werden konnte. Wie auch immer, es ging Alexander der Große nicht um Reichtum oder Herrschaft, sondern um die Eroberung und die Ausdehnung seines Reiches. Er wollte die Welt beherrschen und neue Gebiete für die Kolonialisierung und wirtschaftliche Ausbeutung erschließen. Durch seine fortwährenden Schlachten und Siege war er sehr erfolgreich darin, sein Reich und seine Kontrolle über weite Teile der damals bekannten Welt auszudehnen. Doch in Indien erreichte seine Begeisterung für die Eroberung ihren Höhepunkt. Dort traf er auf heftigen Widerstand von der indischen Armee unter der Führung von Poros. Obwohl er es schaffte, Poros zu besiegen und einen Teil Indiens zu kontrollieren, hatte er Schwierigkeiten, sich mit einer weiteren großen und starken indischen Armee auseinanderzusetzen, die auf der anderen Seite des Flusses wartete. Alexanders Männer waren erschöpft und wollten nach Hause zurückkehren, aber er wollte weiterkämpfen. Nachdem er schwer erkrankte, zwang ihn sein Zustand schließlich, die Kampagne abzubrechen und nach Hause zurückzukehren. Dies markierte den Wendepunkt in Alexanders Eroberungszug. Nach seinem Tod brachen Machtkämpfe zwischen seinen Generälen aus, die letztendlich zum Zerfall seines Reiches führten. Alexander der Große bleibt jedoch eine faszinierende Figur in der Geschichte. Sein Ehrgeiz und seine militärische Genialität ermöglichten es ihm, eines der größten Reiche der Antike zu schaffen. Sein Vermächtnis ist bis heute spürbar,
da er das kulturelle und politische Gefüge vieler Regionen nachhaltig beeinflusst hat. Nach dem Tod von Alexander dem Großen setzte sich der Machtkampf zwischen seinen Generälen fort, während das makedonische Reich weiterhin zerfiel. Die Generäle kämpften um die Vorherrschaft über verschiedene Teile des Reiches und gründeten eigene Dynastien. Das Reich wurde in mehrere Nachfolgestaaten aufgeteilt, darunter das Ptolemäerreich in Ägypten, das Seleukidenreich in Persien und Mesopotamien, das Antigonidenreich in Griechenland und Makedonien sowie das Attalidenreich in Kleinasien. Diese Nachfolgestaaten führten weiterhin Kriege gegeneinander, um ihre eigenen Interessen zu sichern und ihr Territorium auszudehnen. Die Kämpfe waren von Intrigen, Verrat und politischen Allianzen geprägt. Die Rivalität zwischen den Generälen und ihren Nachkommen führte zu einer Instabilität, die das makedonische Reich letztendlich schwächte. Die langwierigen Kämpfe und der Konflikt zwischen den Nachfolgestaaten ermöglichten es auch anderen Reichen und Königreichen, ihre Macht zu erweitern. Die Römer, die zu dieser Zeit aufstrebend waren, nutzten die Schwäche des makedonischen Reiches aus und eroberten schließlich große Teile von Griechenland und Makedonien. Trotz des Niedergangs seines Reiches hatte Alexander der Große einen enormen Einfluss auf die Weltgeschichte. Sein Eroberungsdrang und seine Expansion beeinflussten die nachfolgenden Generationen von Eroberern und Imperien. Seine militärischen Taktiken und Strategien wurden von vielen Militärführern studiert und angewendet. Darüber hinaus förderte er den kulturellen Austausch zwischen den eroberten Gebieten und schuf eine Verbindung zwischen dem Osten und dem Westen. Alexander der Große wird oft als einer der größten Eroberer und Strategen der Geschichte betrachtet. Seine Errungenschaften und sein Vermächtnis sind bis heute von Bedeutung und lassen ihn als eine der einflussreichsten Persönlichkeiten der Antike in Erinnerung bleiben.